Hallo, Hallo. jetzt wird's wichtig. Aufgepasst. Jetzt kommt ganz wichtiger Content. Wir sind bei Piranhas und wir sind Content-Pansel, ne? Bei Piranha Bytes. Was ist das? Normalerweise ist es so, dass wir oft gefragt werden, programmiert ihr denn auch das Spiel oder wie programmiert ihr das? Und dann müssen wir immer sagen, naja, skripten können wir schon ein bisschen, aber ja, also eigentlich sind wir Content-Panzer. Was heißt das? Wir sind für die Inhalte zuständig. Wir machen Story, wir machen Dialoge, schreiben wir dann natürlich, wir stellen die Püppchen in die Welt, wir machen das Weltdesign, wir bestimmen, welche Monster wir brauchen, wir stellen die Monster auf, wir verteilen die Items in der Welt, wir machen das Tuning, wir machen das Pacing und so weiter. Das heißt, wir bauen die Welt, ja, kümmern uns ums Game Design, was Kampfsystem angeht und so weiter und kümmern uns ums Balancing und so ein Zeug. So, das ist aber meistens Inhalte. Das ist Content, so nennt man das. Hat mit Technik erstmal nichts zu tun, sondern eher, was bietet man dem Spieler an, so. Aber was davon, von diesem ganzen Krempel, ist ja nun das Wichtigste. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Was sind denn die 3 wichtigsten Dinge bei einem Spiel für dich? Ja, damit wir auch da irgendwie, und die haben Folgendes gesagt. Die Grafik muss mir gefallen. Ich mag keine Spiele mehr, wo mir die Grafik nicht gefällt. Dafür gibt es einfach zu viele Spiele, die das besser machen. Und deswegen muss ich die Zeit damit nicht mehr abtun. Also ich spiele zwar auch immer noch gerne mal ein Tetris, aber da passt halt auch die Grafik zu dem Gameplay. Also es muss so zusammenpassen. Also es heißt auch nicht, dass alles jetzt fotorealistisch sein soll. Im Gegenteil, ich mag so Pixel-Sachen sehr gerne. Aber es muss halt insgesamt zusammenpassen und mir gefallen. Story, Charaktere, an und für sich das Setting an sich dann noch. Das ist noch sehr entscheidend. Aber hauptsächlich Story und Charaktere, dann bin ich auch mit jeglichem Setting zufrieden. Ambiente, Authentizität, ja, dass ich dann, wenn ich dann einen Charakter spiele, mich auch irgendwo damit identifizieren kann und das auch abnehme. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Gut, Musik oder ja, würde ich auch wiederum zu Ambiente zählen. Die Steuerung, die muss einfach funktionieren, also die muss richtig auf den Punkt sein, weil mit einer schlechten Steuerung machst du dir auch sonstige gute Bestandteile vom Spiel kaputt. Wichtig ist, es klingt immer so hochgestochen, aber ich würde sagen, was ich ganz schön finde, wenn auch so ein bisschen Progress, Entwicklung dann in den Charakteren ist. Das finde ich ganz, ganz schön. Ja, das Genre muss passen. Es gibt viele gute Spiele, wo ich auch weiß, dass sie gut sind, aber mit so einem Hardcore-Strategiespiel kannst du mich halt nicht gewinnen. Oder auch, ich erinnere mich an früher, da ist mein Chefredakteur, da bin ich mal ins Büro rein und der hat so einen Flugsimulator gespielt und ich so habe gefragt, was machst du da gerade? Und dann meint er so, ich fliege zum nächsten Wegpunkt seit 2 Stunden. Weißt du, und das wäre halt nichts für mich. Also es muss schon so ein Genre sein, das mir Spaß macht. Entweder eine weite Range an Schwierigkeitsgraden, aber nicht unbedingt im hohen Bereich, sondern so, dass sie accessible für jeden sind. Also auch Leute, die das total selten Gaming machen, dass es für jeden eigentlich spielbar ist. Oder halt gar kein Schwierigkeitsgrad, je nachdem. Die 3 wichtigsten Dinge. Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht, wie Björn ja auch immer gerne sagt. Ja, eigentlich, ich bin Story-Gamerin. Also mir ist halt eine gute Story eigentlich wichtig, die mich irgendwie toucht oder so. Also da kann der Rest des Spiels egal sein, wenn die Story so gut ist, den Rest vergesse ich darüber eigentlich. Und eine dritte Sache, eine gute Steuerung letztendlich. Ey, wenn die wibbly-wobbly ist irgendwo und die mich abfuckt, dann ist der Spaß im Spiel bei mir doch relativ den Bach runter schnell. Dann das zweitwichtigste, definitiv die Geschichte, die mir erzählt wird. Und das drittwichtigste, die Atmosphäre. Ja, was ist denn für dich das Wichtigste? Also, ich unterscheide da zwischen 2 verschiedenen Arten von Spielen. Das eine ist das Spiel, wo ich sage, oh, das ist das Spiel, was ich jetzt spielen möchte, da freue ich mich drauf und das spiele ich heute Abend. Also ein richtiges, großes Spiel. Und das andere ist so irgendwie, ich sitze irgendwo im Wartezimmer und zück mein Handy, Spiel. Und Zeit totschlagen. Genau, das ist so Gelegenheitsspiel irgendwie. Ja. Und ich beziehe mich jetzt erstmal auf das Erstere, also auf das Spiel, worauf ich mich abends freue, das was mehr Zeit einnimmt. Und da ist mir tatsächlich die Story am wichtigsten. Also ich würde sagen, Story ist eindeutig auf Platz 1 bei meiner Wichtigkeit, weil ich das immer, ich möchte, dass mir das
eine Geschichte erzählt, ich möchte irgendwas Neues, wie so ein Buch, was ich lese. Ich möchte irgendwas erfahren. Und das ist dann schon sehr dicht bei der zweiten Sache, die ich besonders wichtig finde. Und das ist ein Spannungsfaktor. Ich freue mich ungemein, wenn das Spiel irgendetwas hat, was mir ein kosmisches Rätsel aufgibt. Ein Geheimnis, was ich noch nicht direkt erfahre. Oder ein Aha-Effekt, der später noch kommt. Wenn ich sowas merke, dass das Spiel sowas hat, dass ich es eben nicht komplett durchschauen kann, nicht alles weiß, dann huckt mich das ungemein. Wenn ich von vornherein schon weiß, irgendwie, alles klar, ich weiß schon, worauf es hinausläuft und es ist auch nichts, keine Überraschung mehr vorhanden und nix, dann finde ich das eher langweilig und mag das dann nicht weiterspielen. Mhm. Und du? Naja, ich kann das nur ergänzen, weil bei mir ist es ähnlich gelagert, aber eine Sache, die mir auch auf jeden Fall ganz wichtig ist, das kann man so allgemein als Atmosphäre bezeichnen. Ist auch sehr schwierig, das zu fassen, weil es nämlich immer so eine Komposition aus mehreren Dingen ist. Ja? Das heißt also, alle Sachen, die da reingemacht werden in so ein Spiel, haben eine gewisse Wirkung auf mich so. Und um zu beschreiben, was ich meine, du hast einen total dunklen Gang und dann gehst du da runter und da ist irgendwie da ganz was Komisches, Dubioses so und im Hintergrund läuft so eine Musik. Das ist natürlich irgendwie so, wo man denkt so, das passt jetzt nicht so gut, ja, oder macht da irgendwie was Gruseliges, da kriegt man schon so, ne? Und das muss zusammenpassen. Und es muss auch eine gewisse Assoziation bei mir erzeugen. Das heißt also, eine Sache, die ich irgendwo schon mal gesehen habe oder was ich gut finde oder so, irgendwie so, das ist so cool wie in dem Spiel Cthulhu oder guck mal hier, das fühlt sich jetzt an wie so ein Minecraft oder es ist irgendwie total geil, das ist jetzt wie bei Witcher oder sowas, ja, solche Assoziationen hat man. Und das finde ich sehr wichtig. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man müsste sich die ganzen Komponenten da nehmen und sagen, Moment, du musst dich aber jetzt entscheiden, was ist denn jetzt das Wichtigste davon? Ja. Und da würde ich wahrscheinlich sagen, für dieses Stimmungsding ist ganz wichtig der Sound. Ja. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich der Soundmensch bin und Musiker und so weiter. Aber ich weiß, das ist ein gruseliges Spiel, ja. Erst dann richtig gruselig wird, wenn der Sound dazu passt und dann irgendwie, man erschreckt sich auch erst so richtig, ja, wenn es knallt und wenn man vorher irgendwie leise war und dann auf einmal kommt der Jumpscare mit dem Sound und so weiter, ja, halte ich für unheimlich wichtig, um eine Stimmung zu erzeugen für diesen ganzen Krempel. Was halte ich noch für wichtig? Spannung, ja, kosmisches Rätsel hast du erwähnt, finde ich super wichtig, ja. Und eine Sache, die auf jeden Fall sehr vielen Menschen und auch mir sehr wichtig ist, natürlich die Grafik. Das heißt also, wie schön das Spiel ist, was man da sieht, so, ne, die Welt, die sich dann offenbart, ist das wirklich schön, guck mal, ist toll oder ist bedrohlich und so weiter, dass man sich nicht nur damit beschäftigt, irgendwie, wie haben sie es gemacht, sondern dass man in die Welt eintauchen kann, dass die Welt plausibel wirkt, dass sie schön gemacht ist, dass es alles in einem Guss wirkt und so weiter. Das halte ich auch für wichtig, ne? Und ich glaube, die Grafik ist auch mittlerweile heutzutage wirklich sehr wichtig geworden, weil Menschen sehr anspruchsvoll geworden sind mittlerweile und gerade im Hinblick darauf, dass wenn menschliche Figuren dargestellt werden, die keinen Abstraktions- oder Stilisierungsgrad haben, ne, dass da auf jeden Fall dieser Realismus reinkommt und dass man sagt, okay, das sieht aber nicht so richtig echt aus, so, das könnte man noch mit der heutigen Technik irgendwie besser machen, das müsste echter aussehen und so, da kommt der Anspruch da rein. Und das ist natürlich der Riesenaufwand, den man macht. Da steckt man die meiste Arbeit rein, gerade in sowas. Und das führt auch oft dazu, dass ein Team dann halt irgendwie länger braucht, ne? Und das auch echt genau diese Sache, ja, dazu führt, dass der Aufwand und die Preise und also die Kosten und Zeit, wie lange es dauert, wirklich tatsächlich immens in die Höhe geht. Und wenn man so ein Spiel dann irgendwie spielt, dann denkt man sich, naja, jetzt haben sie das Spiel gemacht, das ist auch irgendwie schneller gegangen, so, ja. Aber es ist sehr viel Aufwand. Sowas, diesen Fotorealismus, diesen, ne, vermeintlichen Fotorealismus in die Spiele reinzukriegen. Macht man trotzdem, weil es einfach cool ist, ne? Aber es ist schon sehr viel Aufwand. Ist tatsächlich ein Thema, das war mir eigentlich nie so wichtig. Ich fand das auch immer gut, wenn ein Spiel irgendwie aussah. Mir war es wichtig, dass ich zumindest vernünftig erkennen konnte, was ist. Ich hatte zum Beispiel ein Problem damit bei Borderlands. Ich habe das trotzdem gerne gespielt, weil das Gameplay Spaß gemacht hat. Absolut. Aber deren Grafikstil, den sie dann ausgewählt haben, um so ein bisschen dem Realismus auszuweichen, hatte ich den Eindruck, war mir sehr, ich habe irgendwie sehr schwer Tiefe wahrnehmen können in dem Spiel. Deswegen habe ich mich da nie so richtig mit anfreunden können, mit dieser Art des Stilisierens, sag ich mal.
Aber ansonsten muss ich sagen, ist es mir eigentlich auch... Aber bei Dishonored fand's es gut. Das war, ja, genau, das war eine richtig. gute Mischung. Die haben ne? zum Beispiel gut stilisiert, ne? Die Ja. hatten zum Beispiel so Elemente wie übergroße Hände und so und hatten auch so einen leichten Comic-Look da reingebracht, aber so, dass ich trotzdem das Gefühl habe, die Welt ist sehr, fühlt sich trotzdem irgendwie realistisch an, obwohl es gar nicht so gemalt ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist echt gut gemacht. Kann man sich heute immer noch angucken und auch noch gut spielen, weil es dadurch gar nicht so schlecht gealtert ist, finde ich. Und da gibt's natürlich Spiele, die sehen jetzt heutzutage, also Pixel Art ist natürlich auch groß, ne? Also ich liebe immer noch Pixel Art, auch wenn es diesen absoluten Retro-Touch hat. Aber das mag ich gerne spielen, während irgendwie mein absolutes Waterloo, muss ich jetzt an dieser Stelle mal erzählen, ist ja immer noch diese Monkey Island Uncanny Valley. Und zwar Teil 4. Es tut mir auch leid, wer auch immer das gemacht hat, ich mag eure Spiele trotzdem, aber es gab irgendwie diese Zeit, Pixel-Look, groß, dann haben sie gemalt, fand ich auch noch okay, dann streitet man sich halt um den Malstil, aber nicht um das Malen an sich, finde ich in Ordnung, kann ich mich mit anfreunden. Teil 3 habe ich gezockt und hatte da auch meinen Spaß mit. Und Teil 4 war dann irgendwie so in 3D-Art gemacht, mit diesen Klötzchenfiguren, das fand ich ganz schrecklich, ganz furchtbar. Und da kann ich mich dann auch nur sehr schwer mit anfreunden. Ich habe es dann nicht geschafft, das zu Ende zu spielen. Naja, wie dem auch sei, das so ein Thema Grafik. Grafik halt, ja. Das ist halt schon das, ja, wahrscheinlich objektiv gesehen das Wichtigste. Ne? Wie sieht es aus? Deswegen, wenn man Screenshots sieht oder so, dann hat man auch schon immer das Gefühl, okay, oder ein paar bewegte Bilder, da braucht man nicht mal einen Sound hören oder so. Ich glaube schon, dass Grafik das Wichtigste ist, ganz, ganz bestimmt, ne? Ja, und was haben wir da noch? Story hatten wir erwähnt, Kampfsystem, ne? 30% unserer Spielzeit beschäftigt man sich mit dem Kampf. Ne? Das heißt also, dass man derzeit ja jetzt nicht irgendwie ein wichtiges Zeug macht, sondern schon wichtig, ne? Wie man den Gegner platt macht und so, und welche Waffen man da benutzt und so weiter. Und das muss natürlich schon auch ein bisschen gewiefteres System sein als nur Stein, Schere, Papier. Schwerer Schlag, leichter Schlag, wegrollen, ausweichen, fertig, ja, sondern es ist schon ein bisschen mehr, weil es kommt ja auch mal drauf an, wie lesbar der Gegner ist und welche unterschiedlichen Waffenarten man hat und so weiter. Das ist also ein riesen komplexes Ding. Auch super wichtig, ja. Ja, sitzt man auch sehr lange dran mit einem großen Teil des Teams und testet und testet und testet und testet, bis man dann irgendwann sagt, ja okay, jetzt haben wir das und das ist okay und dann bloß nicht mehr anfassen an den und den Stellen, wenn man dann fällt wieder alles zusammen, gilt auch fürs fürs Balancing, Entschuldigung. Pacing setzt sich, ne, wie so ein Kaffeesatz. Irgendwann ist das Pacing da und dann kann man hier noch ein bisschen nachregeln und so, aber das Netz von dem Pacing sitzt. Aber der Balancing ist so, du machst an einer Stelle irgendwas und dann fällt dir alles zusammen. Sofort wieder. Ja, es ist schwierig. Dann ziehst du es wieder auf, so, ne, und dann denkst du dir, aber testen kannst du es sehr schlecht. Weil du musst ja erstmal wieder 10 Stunden spielen oder spielen lassen von der QA oder wie auch immer, um zu gucken, wie ist das denn jetzt wirklich? Wo justiert man das? Das ist sehr, sehr, sehr filigran und so, aber auch nicht unwichtig. Nee, überhaupt nicht. Ja, das sind natürlich schon die wichtigen Dinge, die wir hier ansprechen. So, dann haben wir Spielzeit und Pacing, hatte ich gerade schon erwähnt. Das heißt, wo, was, in welcher Reihenfolge mir begegnet und wie lange ich mich mit den Dingen beschäftige, wie lange die komplette Spielzeit ist. Ja, ist ein Riesenthema. Da gibt 1000 Dinge, die da einem wichtig sein können. Ja. Und da gibt's auch noch sehr viele Möglichkeiten. Da kann man bestimmt noch mal eine Folge zu machen zu dem Ding. Da glaube ich auch, ja. Wahnsinn. Was sind denn eure 3 Dinge? Ja, die 3 wichtigsten Dinge, wo ihr sagt, das würde ich dann kaufen oder nee, dann nicht. Ne? Schreibt die doch mal unten in die Kommentare, das würde uns interessieren. Das ist sehr spannend. Da ist bestimmt auch noch ein paar Sachen bei, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben, weil wir nicht dazu gekommen sind. Ja, hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Da fragt jemand, könnt ihr euch vorstellen, ein Spiel mit einem Wikinger-Thema zu machen? Also, ich glaube, so ähnlich haben wir so eine Frage auch schon mal beantwortet. Ja. Und die Antwort darauf war... Kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Ja. Also, kommt mir auch bekannt vor. Wikinger ist ja auch wieder speziell irgendwie, da könnte auch jemand fragen, irgendwie in Ägypten oder irgendeine andere Epoche oder sonst irgendwas. Und ja, klar, wir können uns alles Mögliche vorstellen. Wir haben auch immer mehr Ideen als Lebenszeit. Das ist leider so. Und wir haben auch noch so ein paar Ideen in der Tasche, was wir mal irgendwann irgendwie machen wollen. Aber was es dann letztendlich wird, das weiß man immer erst dann, wenn man sich entschieden hat, dass es das auch wirklich wird. Ja.
Gilt auch für Steampunk, gilt für Cyberpunk, gilt für reine Science Fiction, gilt für was weiß ich, Mafia, gilt für hier Postapokalypse, eine reine oder irgendwie sowas, Zombie-Apokalypse, irgendwie so. Das gilt für alle Arten von Setting. Ja. Das ist, man vorstellen können wir uns alles. Und es muss halt irgendwie so in unser Spielprinzip, was wir haben, muss es irgendwie reinpassen. Und dann fangen wir uns zu überlegen, wie so eine Gilde wie zum Beispiel Höhlenmenschen, ja, wäre schwierig umzusetzen. Ja, haben wir mal drüber nachgedacht, weil Elex sollte so etwas wie der Arbeitstitel war mal, wie heißt das? Evolution, genau, ne? Und sollte irgendwie ganz unten anfangen und irgendwann beim futuristischen Stormtrooper enden, so, ja, so sollte das. Übrig geblieben ist das Mittelalter, Postapokalypse und der Sci-Fi-Typ und den Höhlenmenschen, den haben wir weggelassen, weil wir es nicht gesehen haben, dass Höhlenmenschen eine Zivilisation haben. So, ja. Und dass die Rüstungen, die tragen, ja, eher so eine Richtung wie die Morkons drauf sind. Die unterirdischen, die Dieselpunk-Typen. Das passt eher in unsere Art von Spiel, anstatt die Typen mit irgendwie Knochen und mit Fell und so weiter, die dann irgendwas für eine Sprache sprechen. Ja, also das fanden wir ein bisschen zu extrem. Können wir uns auch vorstellen. Vorstellen können wir uns vieles, aber da müsste man schon noch ein bisschen was dazu machen. Also es gibt viele Spiele mit Cavemans, ne, also mit Höhlenmenschen und so weiter. Ne? Hier, Far Cry hat ja mal sowas gemacht. Ne? Das geht schon, aber wir fanden es immer ein bisschen merkwürdig und nicht so richtig suitable für uns. Was wir mal ganz gerne machen, weil wir haben ja sowieso nicht die Zeit, irgendwie zu jeder Epoche oder zu jedem Thema ein Spiel zu generieren, weil ein Spiel dauert ja schon einige Jahre, bis wir es dann tatsächlich auf den Markt bringen. Ja. Deswegen nehmen wir ganz gerne unterschiedliche Elemente, die zum Beispiel zu Fraktionen passen, die wir schon haben, und bauen die damit ein. Also zum Beispiel könnte das bei den Wikingern irgendein nordisches Element sein, wo wir sagen, ach, das ist cool, irgendwie, das nehmen wir jetzt und packen es zu was anderem und kreieren was Neues daraus. So etwas. Das ist dann auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir solche Sachen überlegen. Cool. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja, Wikinger. Ja, wahrscheinlich so wie Vikings, ne? Ja. Diese Serie oder so. Es gab mal früher irgendwie so auch so ein Wikinger-Spiel irgendwie. War das nicht sogar noch C64? Vikings? Wo du 4 Typen hattest, der eine konnte dies, der andere das, ja. Das ist ein Grundprinzip, ja, Vikings, stimmt.